Hallo, Konnichiwa. Es ist Donnerstag und wir haben 8 Grad Celsius und wir sind hier in Coburg. Die Stadt Coburg ist bekannt für die Coburger Bratwurst, ihren Marktplatz, der als einer der schönsten Marktplätze in Deutschland gilt, sowie die Altstadt, Schlösser, Burgen und weitere historische Sehenswürdigkeiten. Sie wacht hoch über Coburg, die mittelalterliche Burganlage Feste Coburg. Wenn du in Coburg bist, solltest du dir einen Spaziergang hoch auf die Festung nicht entgehen lassen. Die verwinkelte Anlage ist riesig und sehr gut erhalten. Man fühlt sich hier fast wie ein Ritter oder eine Burgdame beim Herumschlendern. Freunde und Freundinnen der schönen Künste kommen auch hier auf ihre Kosten. In den Kunstsammlungen kann man hier die Kunstschätze der Herzöge zu Coburg bestaunen. Übrigens, Martin Luther lebte für eine Weile in der Feste Coburg, wovon heute noch die Lutherkapelle sowie 2 Luther-Denkmäler zeugen. 7 Gassen führen von der gesamten Altstadt hin bis zum Marktplatz, der bereits zu Beginn des 15. Jahrhunderts angelegt wurde. Der Coburger Marktplatz ist von sehr malerisch aussehenden Gebäuden umgeben. Dem Rathaus mit der Rokoko-Fassade und auf der anderen Seite die alte Hofapotheke sowie der berühmte Coburger Erker. Gut 1100 Gebäude, Häuserzüge und Gartenanlagen stehen in Coburg teilweise oder in Gänze unter Denkmalschutz. Ein ausgiebiger Spaziergang durch die Coburger Altstadt gehört deshalb unbedingt zu jedem Besuch der Festestadt. Wenn du den Torbogen des Münzmeisterhauses gehst und die Neugasse betrittst, stehst du vor den steinernen Gemenate, dem ältesten Bürgerhaus in Coburg, das im 13. Jahrhundert errichtet wurde und heute noch existiert. Unweit davon befindet sich mit dem Münzmeisterhaus eines der ältesten Fachwerkhäuser in Deutschland, das im Jahr 1444 entstanden ist. Die Wurzeln von Queen Elizabeth II. Liegen in Coburg. Ihr Vorfahre Prinz Albert, der Gemahl von Queen Victoria, Prinz Albert, wurde auf Schloss Rosenau ein paar Kilometer nördlich von Coburg geboren. Königin Victoria verbrachte auch als englische Königin Zeit in der fränkischen Stadt, wobei sie besonders gern auf Schloss Rosenau nahe Coburg weilte. Das Schloss Ehrenburg war die Residenz der Herzöge von Sachsen-Coburg. Und auch hier hatte Königin Victoria ihre Finger im Spiel. Weil sie keine Lust aufs Treppensteigen hatte, baute man auf ihr Begehr einen Aufzug dort ein. Und noch ein Geheimnis: In der 2. Etage von Schloss Ehrenburg ließ sich Queen Victoria ein WC einbauen. Eines der ersten Wasserklosetts in Deutschland, inklusive Porzellanschüssel mit Wasserbehälter, der mittels einer Handpumpe betrieben wurde. Das Haus Sachsen-Coburg und Gotha wurde ab 1917 in Windsor umbenannt, zu einer Zeit, als deutsche Kampfflugzeuge englische Städte bombardierten und man nichts mehr mit den Deutschen zu tun haben wollte. Heute nähert man sich wieder an, auch wenn ein offizieller Royal Visit bisher ausblieb. Im Jahr 1987, als King Charles III. Noch Prinz war, war er unterwegs zu seinen Wurzeln und besuchte Coburg. Hier schaute er sich Schloss Ehrenburg an und trug sich in das goldene Buch der Stadt ein. Der Kurzbesuch des damaligen Prinzen war rein privater Natur. Anlass war der Franken-Stipp-Visite waren die Wagner-Festspiele im benachbarten Bayreuth.
Die älteste Kirche Coburgs, die Moritzkirche, ist ein Muss für jeden Coburg-Besucher. Von den ersten Steinen einer romanischen Basilika, die im 13. Jahrhundert erbaut wurde, sind sogar noch die Reste erhalten geblieben. Die Kirche wurde nach dem Schutzheiligen von Coburg benannt, St. Mauritius. Dieser hatte als Coburger Moor auch seinen Weg auf das Wappen der Stadt gefunden. Auf dieser Figur wirst du in Coburg ständig stoßen. Sogar auf jeden Kanaldeckel ist der aus Ägypten stammende Patron zu finden. Coburg ist eine Bäckerstadt. Es gibt hier so viele gute Bäckereien und Konditoreien wie sonst fast nirgendwo. Deshalb wartet Coburg auch gleich mit 2 Gebäckspezialitäten auf: dem Coburger Stollen und der Lebkuchenspezialität Coburger Schmätzchen. Letzteres werden seit dem späten 19. Jahrhundert von der Konditorei Pfeiler hergestellt. Hier unweit des Marktplatzes kannst du sie auch heute noch kaufen. Die Coburger Schmätzchen sind tatsächlich der Bestseller an Mitbringseln aus der oberfränkischen Stadt. Wenn die Schmätzchen noch ganz frisch sind, sind sie sehr hart, rösch, wie es die freundliche Bedienung im Café Pfeiler nannte. Nach einer gewissen Zeit werden sie dann weicher und sind dann für den Verzehr geeignet. Wenn du sie am liebsten gleich an Ort und Stelle probieren willst, dann tunke sie entweder in deinen Tee oder wähle die trinkbarere Variante. Im Café wird eine extrem leckere Lebkuchenmilch serviert. Den Coburger Stollen bekommst du in der Konditorei Schubert, direkt am Marktplatz, ihres Zeichens Coburgs älteste Konditorei. Im dazugehörigen Café Cappuccino kannst du eine Scheibe Stollen mit Butter und eine Tasse hausgerösteten Coburger Kaffee genießen. Franken ist Bierland und Bamberg wahrscheinlich die Bierhauptstadt der Welt. In Coburg muss man etwas länger suchen. Einst gab es auch hier mehrere Brauereien. Doch die wurden aufgekauft, existierten dann noch eine Weile unter der Regie der Brauerei Kulmbacher weiter, bevor sie dann für immer das Zeitliche segneten. Im Brauhaus zu Coburg hat man es sich zur Aufgabe gemacht, die Coburger Bierbrautradition wieder aufleben zu lassen. Seit einigen Jahren kannst du hier das einzig in Coburg gebraute Bier trinken. Und das schmeckt extrem gut. Im Bayerisch Pub, wie sich das Brauhaus auch nennt, bekommst du dazu fränkische und bayerische Spezialitäten serviert. Auch abgesehen von der legendären Coburger Bratwurst kannst du in Coburg sehr gut schlemmen. So ist es natürlich kein Zufall, dass der Kloß in Coburg ein eigenes Festival bekommt. Der Coburger Kloß, auch Coburger Rutscher genannt, ist eine kulinarische Spezialität, die du nur in Coburg bekommst. Coburg blickt auf eine lange Geschichte. Im Jahr 1056 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Vom 16. bis 20. Jahrhundert Residenzstadt der Herzöge von Sachsen, Coburg und Gotha. Später wichtige Industriestadt. Coburg hat viele berühmte Söhne und Töchter hervorgebracht, darunter viele Kinder aus dem Hause Sachsen, Coburg und Gotha.
Nicht alle berühmten Coburger sind hier geboren, jedoch auf die eine oder andere Art mit der Festestadt historisch verbunden. Knapp über 500 Straßennamen gibt es in der Stadt Coburg. Viele verweisen auf die historische Nutzung, haben einen geografischen Bezug oder ehren berühmte Coburger. In der Stadt Coburg gab es 1450 4 Badestuben mit warmen Bädern für Männer und Frauen. (1453) wird den Anwohnern auf den Steinweg und im Heiligkreuz die Badestube in den Badegassen bewilligt. Die Badestuben sollten die Sauberkeit im Interesse der Volksgesundheit fördern. Unreinlichkeit war häufig die Ursache auftretender Seuchen. Der Betrieb in den Badestuben entartete im Lauf der Zeit und führte zu ihrer Aufhebung. In Coburg erinnern viele Denkmäler an berühmte Bürger der Stadt, zum Beispiel Prinz Albert, die Herzöge Ernst I. und II., der Coburger Gurken Alex, Alexandra von Sachsen-Coburg und Gotha, in der Weihnachtszeit verwandelt sich der romantische Coburger Marktplatz, eingebettet zwischen historischem Rathaus und der alten herzoglichen Kanzlei, in eine kleine Weihnachtsstadt. Zu einem ausgedehnten Spaziergang lädt der Coburger Hofgarten ein. Zahlreiche Wege führen hier zu einem Ziel, der Feste Coburg, welche bergauf in luftiger Höhe thront. Wer es ruhiger mag, kann im Rosengarten mit mehr als 72 Rosenarten entspannen oder eine der zahlreichen Kirchen besichtigen, wie die Salvatorkirche oder die Pfarrkirche St. Augustin. Im Sommer lohnt sich ein Besuch während der Samba-Festivals, wenn in der kompletten Innenstadt gefeiert und getanzt wird.
不承认这个事。Det jagt mich immer winken. So langsam kommen wir zum Ende des Laufes. Lasst gerne einige Kommentare da und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und ich bedanke mich bei allen meinen Abonnenten für die tolle Unterstützung meines Kanals.